Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Barbara Becker, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne ein Musikinstrument lernen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Instrument? Wo und wie lernen? Wie oft pro Woche? Budget. Wie lange lernen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sarah. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine aufregende Idee. Wie wäre es, wenn wir beide ein Musikinstrument lernen? Oh, das klingt nach einer spannenden Herausforderung. Ich habe schon immer davon geträumt, ein Instrument zu spielen. Ich auch. Welches Instrument möchtest du denn lernen? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so viele tolle Instrumente. Hast du da eine Idee? Wie wäre es mit der Gitarre? Ich finde, das ist ein vielseitiges und beliebtes Instrument. Das ist eine großartige Idee. Die Gitarre klingt wirklich schön. Lass uns beide Gitarre lernen. Super. Dann sollten wir uns überlegen, wo wir Gitarrenunterricht nehmen könnten. Ja, das ist wichtig. Ich habe gehört, dass es Musikschulen in der Nähe gibt. Das stimmt. Vielleicht könnten wir uns bei einer Musikschule erkundigen und nach Kursen fragen. Was denkst du? Gute Idee. Dann könnten wir uns auch über die Kosten für den Unterricht informieren. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten sicherstellen, dass es in unser Budget passt. Da hast du recht. Wie oft möchten wir pro Woche üben? Ich denke, 2 Unterrichtsstunden pro Woche wären gut, um mit dem Lernen voranzukommen. Wie findest du das? Das hört sich vernünftig an. Ich bin bereit, Zeit und Mühe zu investieren. Das hört sich vernünftig an. Ich bin bereit, Zeit und Mühe zu investieren. Ich auch. Das wird sicherlich eine lohnende Erfahrung sein. Ich auch. Das wird sicherlich eine lohnende Erfahrung sein. Gibt es noch andere Dinge, die wir beim Gitarrelernen beachten sollten? Gibt es noch andere Dinge, die wir beim Gitarrelernen beachten sollten? Vielleicht könnten wir uns über die Anschaffung einer Gitarre unterhalten. Vielleicht könnten wir uns über die Anschaffung einer Gitarre unterhalten. Ach ja. Ich habe keine Gitarre, also müsste ich mir eine besorgen. Ach ja. Ich habe keine Gitarre, also müsste ich mir eine besorgen. Ich auch nicht. Vielleicht könnten wir uns nach gebrauchten Gitarren umsehen. Ich auch nicht. Vielleicht könnten wir uns nach gebrauchten Gitarren umsehen. Ist das okay für dich? Ja, das passt für mich. Gebrauchte Gitarren sind oft günstiger. Ja, das passt für mich. Gebrauchte Gitarren sind oft günstiger. Das stimmt. Es gibt verschiedene Größen für verschiedene Altersgruppen.
das stimmt. Es gibt verschiedene Größen für verschiedene Altersgruppen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir die richtige Größe für uns finden. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir die richtige Größe für uns finden. Und vielleicht könnten wir uns, vor dem Kauf, beraten lassen, um sicherzugehen, dass wir eine gute Gitarre bekommen. Und vielleicht könnten wir uns, vor dem Kauf, beraten lassen, um sicherzugehen, dass wir eine gute Gitarre bekommen. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht kennen Freunde oder Verwandte jemanden, der uns beraten kann. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht kennen Freunde oder Verwandte jemanden, der uns beraten kann. Stimmt. Es ist wichtig, eine qualitativ hochwertige Gitarre zu haben, damit das Lernen leichter fällt. Stimmt. Es ist wichtig, eine qualitativ hochwertige Gitarre zu haben, damit das Lernen leichter fällt. Nun könnten wir uns auch über die Gitarrensaiten unterhalten. Müssen wir sie oft wechseln? Nun könnten wir uns auch über die Gitarrensaiten unterhalten. Müssen wir sie oft wechseln? Ja, Gitarrensaiten können sich abnutzen und müssen regelmäßig gewechselt werden. Ja, Gitarrensaiten können sich abnutzen und müssen regelmäßig gewechselt werden. Ich habe gehört, dass das Wechseln der Saiten einfach ist. Wir könnten es selbst machen. Ich habe gehört, dass das Wechseln der Saiten einfach ist. Wir könnten es selbst machen. Das ist richtig. Es gibt viele Tutorials online, die uns zeigen, wie es geht. Das ist richtig. Es gibt viele Tutorials online, die uns zeigen, wie es geht. Das klingt gut. Dann könnten wir die Saiten wechseln, wenn sie abgenutzt sind. Das klingt gut. Dann könnten wir die Saiten wechseln, wenn sie abgenutzt sind. Gibt es noch andere Dinge, die wir beachten sollten? Gibt es noch andere Dinge, die wir beachten sollten? Vielleicht könnten wir uns über unsere Übungszeit unterhalten. Wie viel Zeit möchten wir täglich üben? Vielleicht könnten wir uns über unsere Übungszeit unterhalten. Wie viel Zeit möchten wir täglich üben? Ich denke, 30 Minuten pro Tag wären ein guter Anfang. Dann können wir unsere Fähigkeiten langsam verbessern. Ich denke, 30 Minuten pro Tag wären ein guter Anfang. Dann können wir unsere Fähigkeiten langsam verbessern. Das klingt vernünftig. Ich werde mir eine Erinnerung setzen, damit ich nicht vergesse zu üben. Das klingt vernünftig. Ich werde mir eine Erinnerung setzen, damit ich nicht vergesse zu üben. Gute Idee. Ich werde dasselbe tun, um sicherzustellen, dass wir regelmäßig üben. Gute Idee. Ich werde dasselbe tun, um sicherzustellen, dass wir regelmäßig üben. Wie wäre es, wenn wir jetzt über die Musikstücke sprechen, die wir spielen möchten? Wie wäre es, wenn wir jetzt über die Musikstücke sprechen, die wir spielen möchten? Ja, das ist wichtig. Wir könnten uns einfache Lieder aussuchen, um damit anzufangen. Ja, das ist wichtig. Wir könnten uns einfache Lieder aussuchen, um damit anzufangen. Und vielleicht könnten wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenspielen. Und vielleicht könnten wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenspielen. Das ist eine großartige Idee. Gemeinsam macht das Lernen noch mehr Spaß.
Das ist eine großartige Idee. Gemeinsam macht das Lernen noch mehr Spaß. Gibt es noch etwas, an das wir denken sollten? Gibt es noch etwas, an das wir denken sollten? Vielleicht könnten wir uns über unsere Ziele beim Gitarre-Lernen unterhalten. Vielleicht könnten wir uns über unsere Ziele beim Gitarre-Lernen unterhalten. Ja, klar. Was möchtest du mit dem Gitarrespielen erreichen? Ja, klar. Was möchtest du mit dem Gitarrespielen erreichen? Ich möchte gerne in der Lage sein, meine Lieblingslieder zu spielen und vielleicht sogar eigene Songs zu komponieren. Und du? Ich möchte gerne in der Lage sein, meine Lieblingslieder zu spielen und vielleicht sogar eigene Songs zu komponieren. Und du? Das klingt nach tollen Zielen. Ich möchte einfach nur gut genug sein, um vor Freunden und Familie zu spielen. Das klingt nach tollen Zielen. Ich möchte einfach nur gut genug sein, um vor Freunden und Familie zu spielen. Das werden wir sicherlich erreichen, wenn wir fleißig üben. Das werden wir sicherlich erreichen, wenn wir fleißig üben. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis wir die Grundlagen beherrschen. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis wir die Grundlagen beherrschen. Das ist eine gute Frage. Die Dauer hängt von unserer Übungsdisziplin und unserem Engagement ab. Das ist eine gute Frage. Die Dauer hängt von unserer Übungsdisziplin und unserem Engagement ab. Verstehe. Wie sollten wir am besten lernen? Verstehe. Wie sollten wir am besten lernen? Eine gute Methode ist es, mit einfachen Akkorden und Melodien zu beginnen und langsam komplexere Stücke zu lernen. Eine gute Methode ist es, mit einfachen Akkorden und Melodien zu beginnen und langsam komplexere Stücke zu lernen. Das klingt nach einem sinnvollen Ansatz. Ich bin bereit, Schritt für Schritt zu lernen. Das klingt nach einem sinnvollen Ansatz. Ich bin bereit, Schritt für Schritt zu lernen. Wir könnten uns auch Online-Ressourcen anschauen, um zusätzliche Lektionen und Übungen zu finden. Wir könnten uns auch Online-Ressourcen anschauen, um zusätzliche Lektionen und Übungen zu finden. Tolle Idee. Es gibt sicherlich viele Tutorials und Übungsmaterialien im Internet. Tolle Idee. Es gibt sicherlich viele Tutorials und Übungsmaterialien im Internet. Und vielleicht könnten wir uns auch über den Spaß am Gitarre-Lernen unterhalten. Musik soll ja Freude machen. Und vielleicht könnten wir uns auch über den Spaß am Gitarre-Lernen unterhalten. Musik soll ja Freude machen. Ja, das ist wichtig. Ich hoffe, dass wir viel Spaß beim Lernen haben werden. Ja, das ist wichtig. Ich hoffe, dass wir viel Spaß beim Lernen haben werden. Ich bin mir sicher, dass wir es haben werden. Musik zu machen ist eine wunderbare Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass wir es haben werden. Musik zu machen ist eine wunderbare Erfahrung. Ich bin so dankbar, dass du mit mir zusammen Gitarre lernen möchtest. Ich bin so dankbar, dass du mit mir zusammen Gitarre lernen möchtest. Kein Problem, Sarah. Ich freue mich darauf, gemeinsam zu lernen und Fortschritte zu machen. Kein Problem, Sarah. Ich freue mich darauf, gemeinsam zu lernen und Fortschritte zu machen.
Dann lass uns sicherstellen, dass wir alles vorbereiten und mit dem Gitarre-Lernen beginnen. Dann lass uns sicherstellen, dass wir alles vorbereiten und mit dem Gitarre-Lernen beginnen. Auf ein erfolgreiches Musikinstrument lernen und viele musikalische Abenteuer. Auf ein erfolgreiches Musikinstrument lernen und viele musikalische Abenteuer. Ja, es wird großartig.